So geht's am besten. Hallo ihr Homos und willkommen im, wie ihr schon am Intro erkennen habt können, nicht aus dem schönsten Keller von ganz Osttirol, sondern aus der schönsten Hauptstadt von ganz Österreich. Ich befinde mich in Wien und Wien hat ja sehr tolle Sehenswürdigkeiten. Ich meine, du kannst in Museen gehen, du kannst an Veranstaltungen gehen und so weiter und so fort. Aber kennt ihr eigentlich den schönsten Ort von ganz Wien? Ich verrate euch den, das ist das Musikhaus Klangfarbe im oder am Gasometer. Das Musikhaus Klangfarbe ist das grösste Musikhaus von ganz Österreich und ich habe heute vor, dort hinzugehen mit einem fixen Plan. Und man braucht einen Plan, wenn man in so ein Musikhaus geht, vor allem wenn man so ein Typ ist wie ich, weil sonst geht man dort rein, kauft wahllos Zeug, das einem gefällt, kommt raus und ist bankrott. Ich hatte also einen Plan. Ich gehe dort rein, kaufe mir die Gitarre, die ich mir vorgestellt habe, Röhrenblick sozusagen, Tür rein, Gitarre suchen, Gitarre anspielen, Gitarre tönt gut, sehr schön, ich gehe wieder raus und fertig. Die Gitarre, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, war die Acustasonic von Fender. Weil, was ich so von dieser Gitarre gehört habe, ist die akustisch und auch im Verstärkermodus, also wenn man sie an einen Amp anschließt, einfach nur eine akustische Gitarre. Und darauf habe ich mich gefreut. Ich kann mit einer akustischen Gitarre spielen und wenn ich die an einen Amp anschließe, dann tönt es auch richtig wie eine E-Gitarre, wenn man will zum Beispiel, oder eben auch eine akustische Gitarre. Meine Pläne sind leider verworfen worden, aber wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt. Jedenfalls, ich hatte den Plan. Ich bin auch mit dem Röhrenblick hier rein, bin in das Klangfarbenhaus rein, in das Musikhaus, und es war schön. Klangfarbe, wie gesagt, der schönste Ort von ganz Wien, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr euch für Musik natürlich interessiert, weil sonst bringt es ja nichts, wenn ihr dort steht und es sind 1000 Gitarren und 3000 Keyboards und Klavier und was auch immer, dann interessiert euch das nicht, wenn ihr nichts mit Musik anfangen könnt. Wenn ihr euch für Musik interessiert, vor allem für Instrumente oder auch für Lichttechnik, DJ-Technik und so weiter, geht nach Wien ins blablabla. Scheiße, ich tue mir eine verdammte hure RTL-Werbung. Not sponsored. Was für ein Scheiß. So, der Plan ist in die Hose gegangen. Next. Das kann ich irgendwie schneiden, das kommt schon gut. So, der Plan ist also in die Hose gegangen. Warum? Weil ich bin rein mit meinem Röhrenblick, bin auf die Gitarre zu. Gut, zuerst habe ich sie gar nicht gefunden, weil es gibt 3000 Gitarren dort drin. Dann habe ich die freundliche Verkäuferin gefragt. Und übrigens, die Verkäuferinnen bzw. Verkäufer dort sind alle sehr freundlich. Es ist wie heimkommen. Es ist so schön. Es ist, als Musiker in einem Musikladen, da fühlt man sich einfach daheim. Gut, bevor ich jetzt noch weitere Umschweife mache, also ich frage also die freundliche Verkäuferin, wo die Acustasonic-Gitarren sind. Sie sagt mir dort und ich gehe dort hin und habe mir eine geschnappt. Voller Freude habe ich sie an Amp angeschlossen und gespielt und habe so gemerkt, nein, das ist nicht das, was ich wollte. Beziehungsweise, ich habe mir vielleicht eine zu grosse Vorstellung gemacht. Weil so eine Acustasonic von Fender kostet 1700 aufwärts. Und für diesen Preis hat es einfach nicht nach dem getönt, den ich gesucht habe. Und dann habe ich sie wieder zurückgestellt, Danke gesagt und habe eigentlich vor, wieder zu gehen. Und da ist eben der Zwist drin, wo mein Plan in die Hose ist. Weil es hat eben noch so viele Gitarren, die schön sind und die dort sind und wo man sich anschauen muss. Oh, das kann noch Stunden dauern und die eine Kamera kann nur 30 Minuten aufnehmen. Ich glaube, das ist zu wenig. Nehmen wir einen Schluck Bier. Jedenfalls, keine Ahnung, wo ich jetzt geblieben bin. Der Plan mit der Acustasonic von Fender ist in die Hose. Also habe ich mich umgeschaut und
natürlich viele andere Gitarren gesehen und alle toll gefunden. Toll habe ich sie nicht gefunden, aber es sind so viele Gitarren da und man kann jede nehmen und spielen. Ausser bei diesen 7000 Gitarren, also 7000 Euro Gitarren und höher, da steht eine fette Schrift drauf, bitte Personalfragen zum Spielen. Und da habe ich gedacht, nee, ich fange mit den 5000 Gitarren an. Wo ich dann so eine 5000 Euro Gitarre in der Hand gehabt und die gespielt habe, und wo ich dann den Mitarbeiter gefragt habe, und? Er sagt, nein, das ist nicht mein Ton. Der Ton hat super getönt. Es ist einfach nicht mein Budget. Jedenfalls habe ich mich durch die ganze Gitarre durchprobiert. Angefangen habe ich bei der Ibanez Artwood, eine 12-seitige Gitarre, sozusagen der grosse Bruder von meiner Lady in Black. Und sie hat auch wunderbar getönt. Aber ich habe gemerkt, ich bin zu doof, um eine 12-seitige Gitarre zu spielen. Und darum habe ich sie wieder weggelegt. Und dann habe ich weitergespielt. Unter anderem haben sie die ESP Arctic Metal dort gehabt, ein Modell zumindest. Und die hat super getönt. Die hat mir wirklich auch gut gefallen. Nur hat sie halt so sehr ähnlich getönt wie meine Black Metal Gitarre, die ich schon von ESP habe. Und ich brauche nicht zwei Gitarren, die gleich tönen. Wozu auch? Und ich habe mich weiter durchprobiert, durch Ibanez, durch Fender und so weiter. Durch alle 750'000 Gitarren, die sie dort hatten. Und es war schön. Ich mag das. Ich könnte 8 Stunden dort drin verbringen. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stunden drin verbracht und ich musste gehen, weil... ja. Aber jedenfalls bin ich dann am Schluss zu dieser PRS Golden Gitarre gekommen. Das ist die Gitarre, die ich euch dann gleich zeige. Was soll ich sagen? Die Gitarre hat mich nicht angesprochen, optisch. Weil sie ist golden. Also goldenfarbig. Und es wird beschrieben als Egyptian Gold. Schön. Wunderbar. Sie sieht auch gut aus. Keine Frage, sie sieht wunderbar aus. Aber sie passt nicht zu mir. Sie passt überhaupt nicht zu mir. Und wenn man sonst zu einem Gitarrenladen geht, dann hat man immer so ein Instrument, das aus dem Ecke schreit: «Hey, kauf mich, kauf mich!» Und das war bei dieser Gitarre nicht der Fall. Aber ich habe sie genommen und ich habe noch nie eine PRS-Gitarre gespielt. Ich habe zwar viele von diesen Gitarren gehört und so weiter. Und dann habe ich die zur Hand genommen und oben am Head sehe ich, da steht Santana drauf. Drehung, ja, Santana Special Edition. Eine Gitarre von Carlos Santana. Und diese Gitarre, jetzt wenn ich sie im Nachhinein nur betrachte, die ist einfach wunderschön. Und die will ich euch jetzt auch auspacken und zeigen. Es ist eine schöne Gitarre. Sie passt nur nicht zu mir farblich, aber klanglich hat die mich weggehauen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe, wie gesagt, heute habe ich etwa 50 Gitarren ausprobiert und die hat einfach gesagt, dich will ich. Und das ist das Schöne. Die PRS Special Edition Santana. Wie gesagt, also mittlerweile gefällt mir sie sehr gut, weil ich weiß, wie sie tönt. Es ist ein hammerschönes Stück. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, gut, vielleicht zeigt das Unterbewusstsein auch zu mir, du hast die von Anfang an wählen. Ja, mag sein. Jetzt ist wahrscheinlich noch ein bisschen umgestimmt vom ganzen Weg hierher. Aber ich würde sagen, die schleppen wir jetzt ins schöne Osttirol, in den schönsten Keller von ganz Osttirol, schliessen sie an und dann spielen wir eine Runde drauf. Und somit sage ich herzlich willkommen zurück im schönsten Keller von ganz Osttirol. Ich werde euch zeigen, wie wunderschön die tönt, die PRS SE Santana.
Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist bereits ein Stück aufgenommen mit dieser Gitarre. Ich bin direkt an eine Soundkarte angeschlossen, also da ist kein Verstärker oder irgendetwas dazwischen. Und jetzt spiele ich einfach etwas über die Spur drüber, damit ihr hört, wie wunderbar die tönt. Viel Vergnügen. Also ihr hört es selber, die Gitarre hat einen wunderbaren Ton. Es ist unbeschreiblich. Also mir gefällt es sehr gut, mir gefällt es extrem gut. Das war der Grund, warum ich sie gekauft habe schlussendlich. Jedenfalls hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt in diese wunderbare Gitarre. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.